So, heute wieder ein kleines Lampenprojekt. Also wieder so eine Solargartenlaterne, wo einfach so ein LED-Solareinsatz reinkommt. Und ja, die Lampe besteht aus 5 solchen Seitenteilen. Ich habe die rausgeschnitten, gebogen und auch jetzt schon beschichtet. Außen schwarz und innen silber. Also ich würde diese Lampen innen immer silber oder stark reflektierend lackieren, weil sie dann einfach heller sind. Wenn die innen auch schwarz lackiert sind, dann bringt einfach dieses kleine LED-Licht nicht genug Leuchtkraft. Dann haben wir noch einmal hier den Deckel, wo dieses LED-Licht dann reingeklippt wird, und den Boden. Und ich habe jetzt hier mal versucht, das Ganze so zu machen, dass es genietet werden kann. Also einfach hier mit solchen Nieten, da ich es mal ohne Schweißen, Kleben versuchen wollte. Genau. Ja, und die Lampe kommt dann eben mit diesem Bodenteil, da ist in der Mitte ein Loch drin, da wird es dann auf den Stab drauf geschraubt. Einfach hier dann mit so einer Schraube da durch. Und da habe ich jetzt auch hier einfach so ein Rohr genommen. Und ja gut, ganz ohne Schweißen ging es jetzt auch wieder nicht. Habe oben eine Mutter aufgeschweißt. Und ja, den Stab kann man dann einfach im Boden stecken. Und oben wird dann eben die Lampe mit diesem Loch dann festgeschraubt. Zu den Seitenteilen. Die Winkel, mit denen da gebogen, oder beziehungsweise die Winkel, die da gebogen werden müssen, sind einmal 108 Grad. Jetzt muss ich schnell noch nachschauen. Genau, also hier der Winkel sind 143 Grad und der Winkel hier vorne sind 108 Grad, also von der Fläche zu der Fläche. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann genauso, auch hier wieder 108 Grad ungefähr. Und hier in der Mitte die 143 Grad. Ja, und wegen dem Nieten, ich dachte mir, dass das vielleicht einfacher als Schweißen geht. Wenn jemand eben nicht schweißen kann oder die Möglichkeit hat zu schweißen, dann kann er es ja auch einfach zusammen nieten. Und anstatt hier diese Stange mit der aufgeschweißten Mutter, könnte man ja auch eine Gewindestange oder irgendwas nehmen. Oder irgendwas, wo schon ein Gewinde dran ist. Und dann das eben hier befestigen. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, was euch vielleicht für zukünftige Projekte lieber ist. Lieber mehr mit verschweißten Sachen oder ja, mehr Sachen zum Nieten. Genau, könnt ihr ja einen Kommentar da lassen. So, jetzt werde ich mal versuchen, das Teil zusammenzunieten. So, das Teil ist jetzt zusammengenietet. Es sind oben 10 Nieten und auf der Unterseite 10 Nieten. Ich werde die dann auch mit im Video verlinken, in der Videobeschreibung, diese Nieten. Und auch das Solarlicht wieder. Ich habe das Ganze jetzt aus einem 0,8er Blech geschnitten. Ich wollte es eigentlich aus einem 1 mm Blech schneiden, aber da hatte ich keins mehr. Jetzt ist es halt ein 0,8er, glaube ich, geworden. Genau, also es ist schon ein bisschen wackelig, aber ich denke, für so eine Lampe ist das okay. Wie gesagt, oben dann das Licht rein und unten jetzt noch die Stange hin. Ich werde es jetzt mal noch ganz zusammenbauen und dann nochmal zeigen. Okay, die Lampe ist jetzt fertig soweit. Also ich habe hier, wie gesagt, innen
die einfach mit einer Schraube an dieser Mutter dann unten befestigt. Oben ist jetzt dieser LED-Ansatz drin. Und ja, jetzt zeige ich dann nochmal, wie das Ganze dann im Dunkeln aussieht, wenn sie leuchtet. So, ja, da es jetzt Tag ist und ich das nicht gescheit zeigen kann, habe ich jetzt im Keller einen dunklen Raum gesucht und habe die Lampe jetzt hier einfach mal angelehnt. Und ja, man sieht schon, das leuchtet super und wirft auch einen schönen Schatten am Boden oder halt an die Umgebung. Also ich versuche es jetzt hier nochmal zu zeigen. Hier ist jetzt zwar nicht ganz so dunkel, aber man sieht schon, dass der Schattenwurf schon ziemlich cool aussieht. Ja. Ich versuche dann nochmal ein paar Fotos oder ein kleines Video hinzuzufügen, wenn sie dann draußen abends leuchtet. Und die DXF-Dateien werde ich auch wieder zum Download in der Videobeschreibung hinzufügen. Also hier sieht man jetzt die Lampe quasi aufgebaut. Das ist jetzt nicht genau die gleiche. Ich habe vorher mal einen Prototypen gebaut ohne Nieten. Der ist ja, geschweißt. Aber vom Grundaufbau eigentlich das gleiche. Ja, jetzt ist es leider doch noch nicht so dunkel, dass man den Schattenwurf sieht. Aber bei den Aufnahmen im Keller hat man es ja schon gesehen. Genau, jetzt leuchtet es halt gerade nur ein bisschen, was einfach noch zu hell ist.